Hallo allerseits, willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Heute gibt es das Video, was ich letztes Jahr bereits versprochen hatte, und zwar das Roomtour-Video zu meinem T3. Wer den Kanal hier schon etwas länger verfolgt, der hat vielleicht auch die Restauration mitbekommen, die fast 3 Jahre gedauert hat. Letztes Jahr war ich mit dem Bus in Spanien. Leider ist die ganze Sache nicht ganz so gut geendet. Ja, nichtsdestotrotz ist der Bulli wieder in Ordnung und heute habe ich jetzt den ersten vernünftigen Tag seit Monaten hier dazu genutzt, mal ein bisschen rauszufahren und dieses Roomtour-Video hier zu drehen. Und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Spaß dran. Ich versuche euch so einiges zu erklären, was ich hier gemacht habe, so ein bisschen detaillierter. Vielleicht ist die eine oder andere Idee dabei für euch. Bis gleich. Ja, hier ist das gute Stück. VW T3, Baujahr 81, luftgekühlter Boxermotor, 70 PS, nettes Triebwerk, ziemlich kultig. Es gibt eigentlich nur noch ein einziges Modell, was etwas ein bisschen mehr Leistung hat. Das ist der Wasserboxermotor. Ich glaube, der hat 112 PS. Aber der Bulli mit 70 PS reicht eigentlich, und mit so einem Teil fahrt ihr auch nicht wirklich schnell. Das ist eher ein Fahrzeug zum Genießen. Ja, was ist äußerlich zu sagen? Der Bulli ist ungefähr 4,60 Meter lang, ca. 1,65 Meter breit. Wir haben ungefähr eine nutzbare Innenbreite von, glaube ich, 1,50 Meter. Innenraum zeige ich euch gleich noch. Wir haben ein Hochdach von Raimo. Das ist recht komfortabel, ihr könnt da wunderbar drin stehen, und wir haben oben 2 zusätzliche Schlafplätze. Wir können wunderbar mit 2 Personen da drin schlafen. 2 Erwachsenen und oben eventuell 2 Kinder. Notfalls geht das auch mit 2 Erwachsenen oben, aber da habt ihr nur 1,10 Meter Breite, und ja, das ist für 2 Erwachsene so ein bisschen wenig. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ganz einfaches Fahrwerk, einfache Technik. Der Bus hat wirklich nichts außer einen Motor und ein Lenkrad. Wir haben keine Servolenkung, wir haben natürlich auch keine Airbags oder irgendein anderes Zeug, sondern das ist wirklich nur ein Bus zum Fahren und zum Genießen. Ja, sonst sind wir jetzt hier auf der linken Fahrzeugseite. Was man hier noch sehen kann, ist einmal der Landstromanschluss. Da könnt ihr das Fahrzeug laden mit 220 Volt. Und hier haben wir einen Wasseranschluss. Ja, ansonsten Schiebefenster hat der T3. Ich habe hier wirklich einen Bus mit sehr, sehr guter Sicht nach außen. Also es kommt sehr viel Licht rein. Das Raimo Hochdach hat oben auch nochmal 2 Fenster, die sich ausstellen lassen. Doppelte Kunststoffverglasung. Ja, ansonsten da oben ist noch eine Solarzelle drauf. Die Details, die erfahrt ihr gleich. Ja, machen wir den Wagen mal auf. Wie man sieht, der Wagen ist ziemlich übersichtlich im Innenraum. Also wir haben hier ein relativ einfaches Lenkrad. Allerdings ist das sehr groß, und das bedeutet, dass ihr trotz Servolenkung tatsächlich auch ja, sehr geringe Lenkkräfte habt. Also auch einparken ist überhaupt kein Problem. Hier sieht man das Armaturenbrett. Das habe ich hier zweifarbig. Einmal schwarz und mit spezieller Foliatec Farbe gesprayt. Ja, auch hier die Türverkleidungen sind mit der speziellen Farbe eingefärbt. Und diese Farbe ist sehr elastisch und hält auch dauerhaft. Also die habe ich schon einige Male erprobt, nicht nur in diesem VW-Bus hier. Ja, diese Farbe könnt ihr halt im ganzen Innenraum hier sehen. Das sind verschiedene Komponenten, die ich hier habe. Die Sitzbezüge, die sind genauso gemacht. Also auch mit dem orientalischen Möbelstoff hier, den ich hier habe. Und ja, in Kombination mit diesem cognacbraunen Stoff. Und dieses Cognacbraun findet ihr halt im ganzen Innenraum hier, in dem ganzen Fahrzeug. So, eine Kleinigkeit noch im Cockpit, was vielleicht interessant ist. Ihr habt vielleicht entdeckt, dass ich hier so einige Utensilien hier drauf habe. Und zwar das hier oben ist ein Heizgebläse. Ja. Dieses Heizgebläse kann man verwenden, wenn zum Beispiel im Winter die Scheiben beschlagen sind. Allerdings ist die Belüftung ja doch ganz gut. Also ich hätte das irgendwie schlimmer erwartet. Dann haben wir hier einen Handyhalter. Da kommt mein Handy rein für Navigation. Wir haben einen USB-Anschluss hier mit 2 Ports. Da kann ich zum Beispiel das Handy laden während der Fahrt oder auch irgendwelche Akkus von der Drohne oder von irgendeiner Kamera. Und wir haben zusätzlich hier noch mal eine 12 Volt Zigarettenbuchse. Die habe ich noch nicht gebraucht, aber ich habe mir gedacht, okay, vielleicht brauchen wir das mal. Das ist also alles hier. Sonst interessant, wir haben noch hier ein JVC-Radio drin.
Dieses Radio hat natürlich kein CD-Laufwerk mehr, aber das braucht man heute nicht mehr. Ich höre sowieso über das Handy Musik. Und was man hier sieht, hier unten, hier ist ein Schalter. Und zwar der schaltet die Versorgerbatterie hinzu. Die Besonderheit hier ist, dass das Radio eben nicht an die Fahrzeugbatterie angeschlossen ist, sondern an die Versorgerbatterie, sodass man da auf keinen Fall Angst haben muss, selbst wenn man das hier tagelang laufen ließe, dass die Batterie leer wird. Na? Richtig, das funktioniert ganz gut. Ansonsten gibt es hier im Cockpit eigentlich nicht allzu viel zu sagen. So, die Besonderheit hier in dem Fahrerhaus ist, wir haben hier ein Armaturenbrett aus Holz. Na, hier sieht man nochmal die verschiedenen Elemente, die ich hier verwendet habe. Das ist also holzverkleidet, das habe ich hier selber gebaut. Ursprünglich war es einfach so, weil das Armaturenbrett war unvollständig und mir fehlten da einige Teile und die Original-VW-Ersatzteile sind einfach auch sehr, sehr teuer und nicht mehr ganz so leicht zu bekommen. Und so habe ich das einfach so ein bisschen designmäßig angepasst. Die Besonderheit an dem Beifahrersitz ist, dass wir eine Drehkonsole haben. Ne, man sieht hier unten, das Ding wird runtergedreht. Dann könnt ihr diesen Sitz hier rumdrehen. Ne, so. Und dann hat man ein wunderbares Raumgefühl hier in dem Fahrzeug. Ja, das macht das einfach sehr, sehr offen. Was man sonst noch sehen kann, der Fahrzeuginnenraum ist hier mit einem Vlies bzw. ja, einer Art Fließteppich verkleidet, also verklebt. Und hier zusätzlich habe ich nochmal mir Matten genäht. Das ist noch nicht ganz perfekt, eventuell mache ich da nochmal was Neues, aber ich habe jetzt 2 Schichten da drauf und ja, zunächst ist das ganz gut so. Das kann man erstmal so lassen. Hör auf! So, oh, hier hat sich ein Kissen verabschiedet. Ja, hier seht ihr schon mal eins von meinen Kissen. Die habe ich genäht. Ja, hier haben wir den Innenraum. Ja, also Innenraum. Wir haben einen Küchenblock. Wir haben hier unten den Toilettenhocker. Da ist eine kleine Toilette drin, die zeige ich euch gleich noch im Detail. Ansonsten, ja, also so sieht das Ganze aus im Innenraum. Also das ist wirklich an dem Bus echt erstaunlich, wie weit das hier ist. Und im Prinzip sind alle meine Maßnahmen, die ich so geplant hatte, wirklich gut umgesetzt worden. Eine Kleinigkeit kann ich hier noch zu sagen. Also hier am Beifahrersitz habe ich so einen kleinen Utensilienbeutel. Da ist Rasierzeug, Zahnbürste und alles, was man so schnell braucht. Was man hier sehen kann, hier der Sitz hinten ist eingerissen, aber ich werde sowieso die Bezüge nochmal neu nähen. Das habe ich ja irgendwie 2019 schon gemacht und ja, meine Skills waren nicht so toll und ich habe hier auch die Polster nicht kaschiert mit zusätzlichem Vlies und ich werde mir einfach den Spaß nochmal gönnen, wenn ich dafür Zeit habe, hier die nochmal neu zu nähen, dass sie noch ein bisschen schicker aussehen. Das Design bleibt aber, das gefällt mir ganz gut. Gut, soweit. Was ich ursprünglich nicht geplant hatte, war so ein Toilettenhocker. Es hat sich aber gezeigt, dass mein ursprünglicher Plan, die Toilette hier in den Küchenbereich einzubauen, nicht so gut war, weil das einfach zu umständlich ist. Und so habe ich auf ein altbewährtes VW-Konzept zurückgegriffen. Ich habe hier so eine Art Schatzkiste mir besorgt, die musste ich leider so ein bisschen ummodeln und habe mir das allerkleinste Porta Potty bzw. Tradford hier eingebaut. Und wie man sieht, das funktioniert wirklich gut. Das ist das Kleinste, was es gibt, funktioniert wunderbar und ihr kommt damit einige Tage aus. Und ja, diese Toilette kann man natürlich wunderbar dann hier auch als Sitzgelegenheit nutzen.
Und ja, wenn ihr hier zu zweit seid, ja, dann müsst ihr natürlich so ein bisschen Privatsphäre haben und ihr könnt die Toilette natürlich dann auch hier rausbringen. Hinter dem Bus oder vielleicht so eine Art Duschzelt euch aufstellen, damit ihr etwas Privatsphäre habt. Ja, Detail ist natürlich hier mein Boden. Ursprünglich hatte ich geplant, dass ich den Boden aus Eiche machen wollte. Das Problem mit Eiche ist aber, dass es einfach schweineteuer ist und das ist der eine Punkt. Und das zweite ist, dass man Eichendielen nur so breit bekommt. Und ich wollte gern sehr schlanke Bretter hier in meinem Fußboden haben, weil einfach bei dem kleinen Fahrzeug die, ja, das der Optik dient. Ne? Also wenn ihr solche schlanken Holzteile nehmt oder die Ausrichtung dieser Linien hier ist einfach auch ausschlaggebend, was das, ja, den subjektiven Eindruck im Innenraum anbetrifft. Und ja, so habe ich mir hier solche Zagen besorgt. Die sind aus sibirischer Lärche und die nutzt man eigentlich, um Saunen von außen zu verkleiden. Na, und was man hier sieht, was auch im ganzen Fahrzeug der Fall ist, wir haben überall Schiffslack. Was einmal natürlich optisch gut aussieht und andererseits natürlich auch wasserabweisend ist. Ein kleines Detail noch, wir haben hier einen kleinen Mülleimer. Natürlich braucht er in so einem Bus auch einen Mülleimer, aber das Teil soll nicht irgendwie sinnlos im Weg sein und ich habe mir irgendwie gedacht, pack das einfach hinter den Sitz. Hier unter diesen Abdeckungen, links und rechts, also unter der linken Abdeckung sind irgendwie nur Ersatzkartuschen für meinen Herd, also für meinen Gasherd. Und hier ist die Fahrzeugbatterie drunter. Die Versorgerbatterie ist nicht unter dem Sitz, weil da ist einfach zu wenig Platz für eine vernünftige Batterie. Ja, kommen wir mal zu unseren Sitzpolstern. Die habe ich neulich nochmal neu genäht, weil mir die noch nicht optimal gefallen haben. Meine Nähskills haben sich auch so ein bisschen verbessert in den letzten Jahren, muss ich sagen. Wir haben hier halt auch diesen hochwertigen Möbelstoff verbaut. Wir haben hier weinrote Keder verbaut. Und das Besondere ist halt hier diese kleine Ecke. Ne? Das ist ja das, was ich vom Club Joker adaptiert habe. Also man kann hier auch sich so ein bisschen hinlümmeln und ist jetzt nicht darauf angewiesen, dass man hier einfach ja, nur auf der Bank sitzt. Das ist also schon mega gut, das Ganze. Natürlich kann man auch an diese Ecke da rankommen. Ich zeige euch das mal. Man kann hier quasi die Rückenlehne, dieses Teil wegnehmen. Und dann haben wir hier so ein Eckkissen, das ist hier drunter. Und hier unten ist noch Stauraum und so drin. Hier wollte ich ursprünglich mal die Toilette reinbauen. Allerdings ja, ist das totaler Blödsinn, weil dann ist das eine elendige Fummelei, die Toilette rauszubekommen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich baue hier diesen Hocker. Der ist gar nicht mal so schlecht und er ist relativ kompakt, man kann ihn rausstellen. Und das hat sich wirklich bewährt. Die Toilette hier reinzuquetschen hätte jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Und woanders noch Platz dafür wegzunehmen, wäre auch nicht so dolle gewesen. Ja, wo wir schon mal dabei sind. Herzstück von dem Bulli ist natürlich die Küche. Gucken wir mal, was wir alles so verbaut haben. Wir haben einmal hier den Kompressorkühlschrank. Das habe ich ja schon in einem meiner Ausbauvideos erzählt, dass ich hier einen Belluna 61 Liter Kühlschrank eingebaut habe. Der hat eine unglaublich tolle Leistung. Ja, Kompressortechnik ist sehr, sehr sparsam. Also der läuft an und verbraucht dann vielleicht 30 Watt und nach einer Weile geht die Leistung irgendwie auf 5 Watt runter oder wie auch immer. Der Kompressor springt wirklich nur an, wenn es unbedingt notwendig ist. Und der hat sich halt in Spanien bei weit über 30 Grad gut bewährt. Die Besonderheit an dem Kühlschrank ist, dass es ein Haushaltskühlschrank ist und ja, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass Camping-Kühlschränke mit 12 Volt wahnsinnig teuer sind. Die irgendwie kosten 1000 Euro. Ich weiß nicht, ob die Leute da verarscht werden, aber auf jeden Fall ja, habe ich mich irgendwie nicht verarschen lassen und habe hier eine Firma gefunden, die Haushaltskühlschränke umbaut. War ein super Service, hat glaube ich ungefähr 3-4 Wochen gedauert. Das Teil hat unter 400 Euro gekostet und funktioniert klasse. So, was haben wir sonst noch? Also, wir haben hier noch ein kleines Fach. In dem Fach ist unser Boiler. Wir haben einen 6 Liter Elgena Nautic Compact 12 Volt Boiler. Der heizt 6 Liter Wasser in ungefähr, naja, sagen wir mal 45 Minuten auf. Laut Hersteller soll es schneller gehen, aber ich sag mal, ihr solltet schon mindestens 45
minutenlang den Boiler vorheizen, damit ihr da vernünftiges Wasser habt. Und das reicht auf jeden Fall aus, um zu duschen. Das ist im Prinzip eine Komfortfunktion, weil immer nur kaltes Wasser zu haben, ist irgendwie doof. Ja, ja, was haben wir hier noch? Das ist noch so ein kleines Fach hier für Geschirr. Ne? Hier habe ich meine Teller drin und so ein paar Brettchen, das reicht aus. Ja, ja, sonst haben wir noch eine ganz interessante Sache. Und zwar dieses Fach hier, hier haben wir den Ausströmer der Heizung. Das ist im Prinzip so eine Art Wartungsklappe, die kann man abmachen. Normalerweise, ist das so, da kommt ihr halt an die Technik ran und wir haben hier eine LF Bros Heizung mit 3 Kilowatt, eine Dieselstandheizung und eine 1,4 Bar Wasserpumpe, die hier unsere Wasserversorgung sicherstellt. Funktioniert hervorragend, ohne Probleme. Die Dieselheizung macht richtig Rabatz, also die heizt unglaublich schnell auf. Bedienelemente sind hier. Ne? Also Bedienelemente der Heizung ist hier. Die braucht ungefähr 5 Minuten, um aufzuheizen. Was wir sonst noch haben, ist hier diese Schaltereinheiten. Hier steht schon dran, Pump, ne? Also für Pumpe. Das bedeutet halt, hier könnt ihr Druck auf das System bringen vom Boiler. Gleichzeitig hier die Votronic Wasserstandsanzeige anmachen. Und dann könnt ihr halt ablesen, dass der Wassertank voll ist. Genau, machen wir wieder aus. Das ist der Boiler. Wenn ich den anmache, heizt der Boiler vor. Ja, wie gesagt, machen wir jetzt aus. Heat, selbsterklärend, das ist für die Heizung. Also die Stromkreise sind alle voneinander getrennt. So, Schubladen. Wir haben hier eine Besteckschublade. Wie man sehen kann, habe ich hier überall Schaumstoffeinsätze drin, dass die Dinger nicht unangenehm klappern. Hier sind also alle Sachen drin, die ich brauche für unterwegs, für 2 Personen oder mehr, wie auch immer. Gesichert wird das Ganze hier über diesen Riegel, Fahrtsicherung. Hier sieht man nochmal Fridge, ne? Also die Kontrolllampe für den Kühlschrank. Somit wissen wir, dass der Kühlschrank gerade läuft. Ja, hier haben wir Magnete. Die sind für den Tisch zuständig. Da zeige ich euch gleich, wie das funktioniert. Zunächst aber nochmal die Wasserversorgung. Wasserversorgung ist hier über eine Niederdruckarmatur. Ne, die wird hier rausgezogen. Ne, also einschalten. Die Pumpe müssen wir einschalten. Und dann kann man hier das machen. Ne, Ablauf. Wir haben hier, sieht man, das ist ein Schiebefenster. Schiebefenster ist wunderbar. Einmal zur Belüftung beim Kochen und andererseits kann man hier natürlich dann die Dusche rausmachen, um draußen zu duschen. Habe ich auch schon gemacht. Ja, unser Tisch, der wird hier eingehangen. Den kann man hier anheben. Wir haben hier hinten sind Magnete. Ich nehme das mal ab. Also der ist eigentlich genauso groß, wie man ihn unbedingt braucht. Also das ist okay so von der Größe. Und wir haben hier Magnete, die den in Position während der Fahrt halten. Und der wird dann hier durch den Kocher in der Mitte noch geführt. Einfach mal einen Blick auf den Kocher. Es ist ein Isabella-Kocher mit Zündsicherung. Das Besondere ist, ihr könnt ihn natürlich herausnehmen. Das heißt, wenn ihr hier irgendwie draußen mal kochen wollt, könnt ihr den rausnehmen. Ja, hier ist noch der Rest von der Flasche. Müsst ihr aber nicht. Ne? Also man kann ihn mobil benutzen, habe ich noch nicht, brauche ich auch nicht unbedingt. Aber es ist möglich und der passt hier rein. Und man kann natürlich auch hier die Flaschen von innen wechseln. Das sind Kartuschen. Das funktioniert echt klasse. Wir haben hier die Bedieneinheiten. Ne? Lock, Unlock funktioniert optimal. Ne? Also ich habe den jetzt oft genug benutzt. Der hat genug Leistung. Funktioniert wunderbar. So, kommen wir mal zum Tisch. Der Tisch wird ganz einfach aufgebaut. Ihr seht, hier unten ist ein Teleskopfuß angebracht. Der ist hier verriegelt. Den kann man aufmachen. Ne?
Und dann zieht man den auseinander. Na, bis der hier einrastet. Zack. So. Und dann wird er hier in das Magnetsystem hier einfach nur reingesteckt. So. Und dann ist er fest. Man kann hier gut einsteigen und hier super essen. Ist eigentlich alles dran, was man braucht. Was man noch machen kann, man kann den Tisch unten sichern. Ich habe noch einen Sicherungssplint, den ihr da unten festmachen könnt. Also während der Fahrt kann man den Tisch noch sichern. Funktioniert halt auch während der Fahrt. Ja, gegenüber kann man sich wunderbar setzen. Einmal mit dem Hocker natürlich und auch mit dem Sitz, mit dem Beifahrersitz. Ja. Zusammenklappen, so, so, so und so. Funktioniert. Ja, apropos Technik. Die komplette Fahrzeugelektrik befindet sich hier unterhalb der Schlafbank. Hier haben wir eine Box, eine Motorbox. Da kann man auch hier mal so ein bisschen hoch machen, dass man ein bisschen mehr Licht hier sieht. Ne, also was man hier sehen kann, wir haben hier die ziemlich fette Versorgerbatterie. Das ist eine 200 Ampere-Stunden AGM-Batterie. Ihr wisst ja, von den 200 Ampere-Stunden könnt ihr ungefähr 100 Ampere-Stunden nutzen, ohne die Batterie zu beschädigen. Und das bedeutet halt, dass ihr 100 Ampere-Stunden habt, und das ist bei meinem Setup hier wunderbar, funktioniert klasse. Was wir sonst noch haben, ist hier ein Fast Charger. Das ist ein Ladegerät, um die Batterie zu laden mit Landstrom. Der schafft bis zu 30 Ampere pro Stunde. Also bei Bedarf ist der ultra schnell. Allerdings habe ich den noch nicht benötigt, weil ich habe ja eine Solaranlage. Was man hier sieht, wir haben einen Solarregler von Victron. Das ist ein Bluetooth gesteuerter Solarregler. Da könnt ihr gleichzeitig auch per App kontrollieren, wie viel Leistung eure Solaranlage bringt und was an Leistung rausgeht. Das ist ein angepasstes Teil. Ja, sonst haben wir noch einen Sicherungskasten, ne, mit der entsprechenden Belegung. Wir haben hier nochmal einen kompletten Trennschalter, der die ganze Elektrik lahmlegt, und wir haben hier oben ganz besonders, das ist ein NATO-Knochen, der trennt nochmal die Fahrzeugbatterie von der Versorgerbatterie. Ne, damit es auf keinen Fall passieren kann, dass die entladen wird. Wir haben natürlich auch ein Trennrelais verbaut, das ist aber unter dem Fahrzeugsitz. Ja, hier oben, hier ist nochmal eine Kabeltrommel, und weiter hinten haben wir natürlich auch noch eine 220 Volt Steckdose. Für den Fall, dass wir doch mal irgendwie ein 220 Volt Gerät anschließen wollen. Die Möglichkeit besteht ja, weil ich einen Landstromanschluss habe. Das ist einfach nochmal eine Option. Ansonsten haben wir den Active Batteriecomputer, das ist ein BM50. Ja, da könnt ihr halt den Ladezustand eurer Batterie sehen. Und hier im Moment sehen wir halt auch, wir haben jetzt 13,8 Volt. Das bedeutet, die Anlage ist komplett voll. Ohnehin mit der Solaranlage wird das Ding halt auch extrem schnell und gut geladen und mit genügend Leistung. Genau, so, das ist die Technikbox. Eine kleine Besonderheit haben wir noch hier direkt, wenn ich einmal hier dieses Schlafteil in der Hand habe. Hier unten haben wir noch solche Beine dran. Ne, die könnt ihr ausfahren, und das ist aber auch nur dafür da, wenn die Schlafbank nach vorn gezogen wird, damit einfach hier die Bank nicht abknickt. In dem jetzigen Zustand braucht ihr das eigentlich nicht. Ne? Also die kann man halt auch wieder einklappen jetzt. Das ist einfach nur noch mal eine Sicherheitsmaßnahme. So, bevor wir uns jetzt hier mit unserer Schlafbank beschäftigen, machen wir das mal so, dass wir uns den Innenraum hier oben noch mal angucken. Hier ist der obere Gepäckraum. Es ist ja so, hier oben sind ja eigentlich die Schlafplätze noch für 2 Kinder, aber da ich das ja nicht brauche und dass ich hier maximal zu zweit drin fahre, habe ich einfach hier dieses obere Bett rausgenommen. Na, das habe ich natürlich gehabt, und
Habe jetzt mit dem Gepäcknetz hier diesen oberen Bereich ja, abgetrennt. Hier im Moment ist hier meine Gitarre drin. Hier oben passen unglaublich viele Sachen rein, also ein Koffer, Lebensmittel und so ein Zeug könnt ihr da reinpacken. Sonst haben wir hier oben, hier liegt normalerweise ja, das Bett auf, ne, wenn ihr das habt. Aber wenn ihr das Bett nicht habt oder beziehungsweise hier keine Schienen verbaut habt, um dieses Bett hier aufliegen zu lassen, habt ihr hier oben wunderbar Platz. Und das habe ich halt genutzt, um hier so Körbe festzuschrauben. Und da haben wir verschiedene Utensilien drin. Hier so Handseife, Fit, also hier ein Schwamm, also alles zum Abwaschen. Was man noch sieht ist, ich habe hier oben einen Spiegel. Ne? Das ist einfach in der richtigen Höhe, da könnt ihr euch dann die Haare kämmen oder Zähne putzen, wie auch immer. Wir haben hier ein Geschirrtuch, dann hier Moskitonetze, ne? Hier sind Klettverschlüsse, da kann man das runter machen. Und hier diese Fenster kann man aufstellen, ne? Man kann hier sichern. Ne? Das ist total klasse. Also egal wie heiß es draußen ist, in dem Bus ist niemals zu warm. Also Klimaanlage, absoluter Bullshit, braucht kein Mensch. Ja, dann haben wir ein Cupboard. Ne? Das ist hier gesichert natürlich auch. Da haben wir jetzt hier Tassen drin, auch mit Schaumstoff gesichert, dass sie nicht rumklappern. Hier haben wir 2 Trinkbecher und hier sind irgendwie Plastik-Sektgläser für alle Fälle. Ja, Aluminiumfolie. Gott, was haben wir noch? Genau. So, das ist der vordere Bereich. Hier kann man das auch als Gepäckraum noch nutzen. Ich habe aber hier auch, ihr seht hier auch Holz verwendet. Und zwar ist es so, dass ich die Lautsprecher hier hinten eingebaut habe, weil die kann man auch während der Fahrt hören, ist kein Problem, obwohl die nach hinten abstrahlen. Funktioniert gut. Das ist auch vor allen Dingen gedacht, wenn ihr irgendwo steht und ein bisschen Musik hört. Vom Pioneer funktioniert gut mit dem Radio vorne. Dann haben wir unser Gepäckfach. Und das Gepäckfach ist hier vorne. Ja, das habe ich hier ausgekleidet mit Teppich. Hier sind verschiedene Lebensmittel. Im Moment ist nicht allzu viel drin. Hier ist noch ein bisschen Honig drin. Dann haben wir hier so eine große Schublade, die kann man hier rausziehen. Da wird einfach Lebensmittel nochmal verstaut. Habe ich jetzt nicht so viel drin. Hier hinten haben wir nochmal einen Gasgrill, der ist um zu grillen. Und hier ist meine selbstgenähte Markise, Retro-Markise. Die baue ich später noch auf und zeige euch das, wie das Ganze von außen aussieht. Ja, hier oben ist ein Wasserkessel, der hat 0,75. Da könnt ihr hier Teewasser machen oder Kaffee. Reicht für 2 komplette Tassen. Eierbecher, Tee, Zucker, alles was man so braucht. Hier sind teilweise noch Sachen drin, die ich in Spanien hatte. Ja, Moskitonetze hier natürlich auch hier drüben. Im Übrigen Moskitonetze habe ich auch vorne. Also ich habe die Möglichkeit auch hier ein Moskitonetz anzubringen. Das ist der Innenraum. Ja, die Decke ist hier auch mit 4D-Vlies verkleidet, wie ihr sehen könnt. Das hatte ich ja schon in einem Ausbauvideo gesagt. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier im Innenraum aus. Zum Thema Holzelementen hatte ich ja schon einiges gesagt, aber wir haben ja im Prinzip alle Seiten hier mit Holz verkleidet. Ne? Das schmiegt sich hier rein und natürlich auch unsere Decke. Holzplanken folgen so ein bisschen der Dachlinie, die ist halt leicht schräg. Ja. Und gucken wir mal hier in unseren Seitenschrank, den kann man von oben beladen, aber auch von der Seite, das ist ganz unterschiedlich. Ja, was man hier zum Beispiel sieht, ist einmal dieser offene Fensterbereich. Der Schrank hier, der hier ist, der Seitenschrank ist extrem schlank. Den gucken wir uns gleich von hinten noch ein bisschen genauer an. Wir haben halt die komplette Fensterfront hier dieses Heckfensters haben wir frei. Das ist beim Original T3 Westfalia leider nicht der Fall. Ja, und das Ganze bedeutet hier wunderbares Raumgefühl. Also wenn man hier drin sitzt, fühlt man sich echt wirklich wohl. Das kann ich euch sagen. Also die 2 oder 3 Wochen, die ich in Spanien war und oder 2 Wochen in Spanien, Frankreich, da habe ich wirklich ausgiebig das Ganze hier getestet. Ja, eine Sache noch, Vorhänge. Wir haben hier Samtvorhänge, kann ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. Die sind hier mit einem Haargummi festgemacht. Die habe ich selber genäht, die könnt ihr dann wunderbar hier hinter packen, hinter die Original VW Spannbänder. Die sind echt blickdicht, die Teile funktionieren super. Was man auch noch sehen kann, ich habe hier noch eine Beleuchtung, ne, eine indirekte Beleuchtung. Ne, also hier die
Küchenzeile ist hier beleuchtet. Der Schalter ist hier drüben. Na, hier. So. Und wenn wir schon mal hier sind, zeige ich euch nochmal meine Ambientebeleuchtung hier oben. Rotlicht. Das ist auch, dass von außen niemand reingucken kann, wenn ihr irgendwo frei steht. Um da keine Aufmerksamkeit zu erregen, funktioniert wirklich gut. Und hier haben wir noch eine Leseleuchte, noch mal eine weiße Lampe für diesen Zweck. So, dann sind wir noch mal hier draußen. Heckklappe machen wir auf. Das ist der Blick hinten rein. Hier ist noch ein bisschen Bettzeug. Jetzt zeige ich euch mal, wie man das Bett macht. Meine Decken und so, das packe ich jetzt mal raus. So, bevor wir hier das Bett machen, werfen wir noch mal einen Blick hinten rein. Wie man sieht, hier ist der Oberschrank, ist auch von hinten zugänglich. Ja, kann man hier beladen. Hier haben wir noch eine Motorleuchte. Die ist prima jetzt dafür da, falls man mal eine Panne haben sollte. Dann kann man in den Motorraum gucken. Kann man natürlich aber auch verwenden. Einfach so, wenn man schläft. Machen wir mal zu. Genau. Hier sieht man noch eine Besonderheit. Der Schrank ist hier oben noch mal abgestützt mit 45 Grad Leisten. Also alles ultralight. Unser Seitenschrank lässt sich hier wieder von der Seite beladen und von oben beladen. 20 cm Seitenschrank. Dann unser Heckschrank. Wer sich von euch noch daran erinnern kann, wie diese Zeichnungen aussahen vom Westfalia, dann wisst ihr aber auch, dass dieser Schrank hier so ultra breit ist, der Originale. Und hier sieht man mal, wie schlank jetzt meiner ist. Und ja, ihr habt hier echt immer noch genug Platz, um hier irgendwas zu reißen. Ich habe hier im Prinzip im Moment nur Werkzeug drin. Hier drüben sind nur Planken, also Holzplanken. Und hier unten ist unsere Motorbox. So, dann zeige ich euch mal, wie man das Bett macht. Also, das erste, was wir machen, ist, wir nehmen das Heckteil raus. So, kommt hier an die Seite. Und wir sehen hier unsere Motorbox. Was haben wir hier drin? Wir haben hier einen Campingstuhl drin, einen Campingstuhl, einen zweiten Campingstuhl und einen Tisch. Ja, so. So. Und dann gehen wir jetzt mal rein. So, ihr seht ja, die Kisten hier habe ich natürlich schon rausgenommen. Die brauchen wir natürlich. Und dann kann man einfach das Ding hier anheben. Zieht das dann hier nach vorne. So. So. Genau. Und dann wird die ausgeklappt. Und dann kann man hier noch, wie ich gesagt hatte, unsere Füße ausklappen. So. So sieht das Ganze aus. Zack. Und dann kommt das Ganze hier wieder rein. Ihr seht, im Moment ist das ganze Teil noch etwas kurz. Das liegt aber daran, dass ich das Teil dass ich die Schlafbank vorne noch mal neu genäht habe. Die Klappscharniere waren nicht mehr okay und ich musste das Ganze noch mal ausbauen und habe gleichzeitig die Rückenlehne etwas gekürzt und muss natürlich jetzt dieses Heckteil hier wieder um 10 cm verlängern. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, war, ich muss das neuen Stoff bestellen. Trotzdem ist das hier mega bequem. Die Matratze ist richtig gut. Man kann klasse drin schlafen. Ja, und wie ich hier gesagt habe, man kommt hier auch an die Schubladen dran. Man kann hier oben noch was ablegen, Handy oder so. Und man sieht hier auch, man hat hier unglaublich viel Raum. Sehr, sehr komfortabel zu schlafen, das Ganze. Machen wir das Ganze wieder rein. So. Zack. Westfalia. Einfach und effizient. Genau. Dann werfen wir noch mal einen Blick in den Motorraum. Wenn wir schon mal hier sind, Ding wieder raus.
Was man hier sieht, Warndreieck, und hier haben wir noch Teile für unsere Markise. Das zeige ich euch später noch, wie man die aufbaut. Das ist auch noch mal eine ganz interessante Sache. Hier oben sind Werkzeugfächer drin, die sind noch gut bestückt, wie ihr seht. Hier sind Sachen für alle möglichen Eventualitäten drin. Werkzeug, Kleinteile, also alles, was man hier auch für eine längere Reise braucht. Hier entsprechende Auflagen. So. So. Und so. So. So, Motor. Und hier die Abdeckung aufgemacht. Ja, und dann könnt ihr mal einen Blick in das Triebwerk werfen. Boxermotor. Hier drüben ist der Tank für die Dieselheizung. Das ist hier festgeschraubt. Das ist ja ein Benziner. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Benzinstandheizung, sondern habe jetzt hier eine Dieselstandheizung. Ja, so sieht das Ganze aus. So, das Ganze ist natürlich hier alles optimal eingepasst. Platz sparen, wo es geht. Und funktional. Die Sachen bauen wir später noch auf, wenn wir an unserem Stellplatz angekommen sind. Ich will heute noch eine kleine Runde drehen und heute irgendwo übernachten. Eventuell am Möhnesee. Schauen wir mal, ob ich da einen guten Platz bekomme. Und die Markise und alles Weitere baue ich dann dort auf. Aber das mache ich jetzt nicht hier mitten auf so einem Waldweg. Wenn hier irgendwie Leute vorbeikommen, denken die, ich will hier übernachten. Muss nicht sein. So, dann bauen wir mal die Markise auf. Ja, kannst du machen. Na gut. Ein bisschen nachschieben. Ja, danke. Alles klar, gut, danke. Jo. Ah, danke. Kann man vergessen. Danke.
So, dann haben wir es. So, meine lieben Freunde, das war's für heute mit meiner kleinen Roomtour. Ich hoffe, ihr habt so ein paar kleine Anregungen bekommen für den Fall, dass ihr euch auch so ein Teil ausbauen wollt oder irgendwas Ähnliches. Und ja, ich werde den Abend jetzt noch ein bisschen genießen, mit meinem Schöfferhofer, mich ein bisschen in die Sonne setzen und ja, eine Nacht hier übernachten und morgen früh geht's wieder nach Hause. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis später. Ciao.